Ja, das Thema Lüftung, muss das denn jetzt auch noch sein? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt, wenn Sie in der Planung einer Ihrer Gebäude waren? Doch lassen Sie uns kurz zurückgehen, und zwar zum Thema Luft. Unsichtbar, geruchlos, völlig unbemerkt, aber ohne Luft geht es nicht. Wie sieht es eigentlich in Ihren geplanten Wohngebäuden aus? Moderne Gebäude sind heutzutage sehr dicht gebaut, dass möglichst wenig Wärmeenergie nach außen verloren geht. Das schreibt auch schon so die NF vor. Lüftet man nicht, steht die Luft im Raum. Feuchtigkeit kann sich an den relevanten Wärmebrücken niederschlagen. Das sind natürlich perfekte Bedingungen für das Bilden von Schimmel. In einem, sagen wir mal, 4-Personen-Haushalt entstehen am Tag zwischen 6 und 12 Liter Feuchtigkeit durch Waschen, Trocken, Kochen oder aber auch durch das bloße Atmen. Doch neben der Feuchtigkeit sind natürlich auch Schadstoffe in der Luft wie CO2, das Ausdünsten von Heimtextilien, Reinigungsmitteln, aber auch Staub. Das kann kurzfristig zu Kopfschmerzen führen, kann langfristig uns aber auch krank machen. Was kann man dagegen tun? Eine Möglichkeit über die Fensterlüftung, das heißt, Sie machen Stoßlüftung 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, ist natürlich für Berufstätige sehr schwer umsetzbar und auch durch das Fensterlüften verlieren Sie natürlich Heizenergie und Sie bekommen nur die Hälfte der Feuchtigkeit abtransportiert, die dabei entsteht. Besser ist da natürlich eine mechanische Lüftung und damit begrüße ich Sie recht herzlich am Stand der Enventer GmbH. Mein Name ist Steffen Schirmer, ich bin Vertriebsleiter bei Enventer und wir bringen frische Luft in Ihre Gebäude. Zum Bestandserhalt, zum Feuchteschutz, aber natürlich auch zum Wohlbefinden der Menschen, die darin wohnen. Wir sind spezialisiert auf die dezentrale Wohnraumlüftung. Wir machen das seit 20 Jahren. Wir waren auch die Ersten, die einen Keramikspeicher in das System integriert haben, was mittlerweile heute Marktstandard ist. Das Prinzip ist seit damals genial einfach geblieben. Das bedeutet, 70 Sekunden bläst der Ventilator warme, verbrauchte Luft nach außen. Nach 70 Sekunden dreht er seine Laufrichtung und holt frische, kühle Luft in den Raum, nimmt die Wärme wieder mit zurück und Sie haben bis zu 94% Wärmerückgewinnung. Und weil das Prinzip so einfach ist, hat es sich auch bis heute durchgesetzt. So einzigartig wie die Gebäude sind, in die diese Geräte eingesetzt werden, sind natürlich auch Sie als Architekt und Planer. Und wir als Systemanbieter sind darauf vorbereitet. Wichtig für uns ist herauszufinden, was Ihnen wichtig ist. Wie zum Beispiel das Thema Lüftungsplanung. Geben Sie das gerne in andere Hände. Wir planen das gerne für Sie. Wir haben eine eigene Planungsabteilung, die zum einen DIN-konform plant, die Positionierungsvorschläge direkt in die Grundrisse einträgt und dann bekommen Sie das Ganze kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oder Sie planen die Lüftungsanlagen lieber selber. Prima, dafür können Sie unser kostenfreies Planungstool nutzen, was wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Oder Sie haben hohe Schallschutzanforderungen, dafür haben wir spezielle Geräte entwickelt. Das ist zum einen der Enventer Zero mit einer sehr hohen Normschall-Pegeldifferenz oder aber auch der Enventer Pax, der speziell entwickelt wurde für Hotels, Mikroapartments oder aber auch Wohnheime. Oder Sie wollen die Fassade unberührt lassen, das heißt eine cleane Fassadenoptik. Auch dafür haben wir ein Gerät entwickelt, das ist der Enventer Corner. Dort kommt das Lüftungsgitter an der Fensterleibung raus, das heißt, Sie sehen nichts auf der Fassade und haben trotzdem den großen Vorteil einer dezentralen Lüftungsanlage in Ihren Gebäuden. Oder Sie wollen Fördermittel beantragen oder Sie haben einen Energieeffizienzstandard, den Sie erreichen wollen. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Hier im Bild sehen Sie ein Gebäude aus 2016. Das ist das erste KfW 40 Plus Haus, was mit einer dezentralen Lüftungsanlage ausgestattet wurde. Im Vertrieb ist es so, es wird viel erzählt und es wird gerne erzählt. Mir geht es genauso, ich erzähle auch sehr gerne, aber an dieser Stelle möchte ich gerne 2 Fachleute zu Wort kommen lassen. Hallo, mein Name ist Gregor Patschefeld. Ich bin Firmeninhaber der Firma Passivhaus Patschefeld. Wir beschäftigen uns vordergründig mit dem Bau von Energiesparhäusern bzw. Einbau von Lüftungsanlagen. Hier stehen wir gerade vor einem
sanierten Objekt und wir haben uns hierbei für eine dezentrale Lüftung von Inventor entschieden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Und hier ist es relativ einfach. Wir machen eine Kernlochbohrung, eine Wandeinbauhülse, den Lüfter und die Innen- und Außenhaube setzen wir dann aus. Und wenn ich eine Firma für dezentrale Lüftung empfehlen kann, dann ist das immer Inventor. Mein Name ist Daniel Wettig, ich bin Architekt und Geschäftsführer der Wettig Architektur- und Ingenieurgesellschaft in Apolda. Unser Büro besteht seit 1990. Wir beschäftigen uns mit der Planung von Industrie- und Gewerbebauten und natürlich auch von Wohnungsbauten. Mittlerweile seit 2008 setzen wir erfolgreich das Lüftungssystem der Firma Inventor ein. Ein großer Vorteil ist die einfache Integrierung des Lüftungssystems in jeden Planungsprozess, egal ob Sanierung oder Neubau. Ein weiterer großer Vorteil für mich ist die planerische Unterstützung durch Inventor selber. Da ich bin kein Lüftungsingenieur, ich bin Architekt. Deswegen bin ich froh über diese Unterstützung. Und was vielleicht noch wichtig wäre, ich habe Inventor selbst bei mir eingebaut, bin damit sehr zufrieden und das zeige ich auch meinen Bauherren und führe sie bei mir durch. Jetzt habe ich noch eine Hausaufgabe für Sie, und zwar besuchen Sie unsere Webseite. Dort finden Sie einen großen Wissensbereich speziell für Architekten, Planer und Energieberater mit einem großen Wissen an dezentraler Lüftungstechnik, was für Sie interessant sein wird. Zum anderen finden Sie auf der Webseite Ihren Ansprechpartner von Inventor vor Ort. Ich hoffe, Sie wissen, wie Sie uns finden, aber zur Sicherheit nochmal www.inventor.de, dort finden Sie alles rund um das Thema Lüftung. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen. Auf Wiedersehen.